Heute korrigieren wir einen Raum. Naja, so ähnlich. Vielmehr verbessern wir die Akustik eines Raums. Wobei, nee, eigentlich machen wir auch das nicht. Denn würden wir die Akustik des Raums verbessern, dann hieße das, alle störenden Elemente zu entfernen und beispielsweise Schallabsorber und dergleichen zu installieren. Die HiFi-Enthusiasten wissen ganz genau, wovon ich rede. Aber was machen wir denn dann jetzt eigentlich? Mit der Raumkorrektureinstellung des Meisterstücks passt sich vielmehr das Meisterstück den klanglichen Gegebenheiten eures Raumes an. Wie das funktioniert und wie ihr mit nur wenigen Schritten noch beeindruckenderen Sound in euren Hörraum bekommt, das schauen wir uns in diesem heutigen Video an. Und damit hallo und willkommen zu diesem Sonoro Produkt-Tutorial. Zu den allgemeinen Klangoptimierungen des Meisterstücks wie dem 3D-Sound oder der Dynamic Bass-Funktion haben wir auch schon ein separates Video gedreht. Jetzt soll es aber in der Tiefe um die Raumkorrekturfunktion gehen. Auch wenn der Begriff Raumkorrektur zu Beginn vielleicht ein bisschen irreführend klingt, ist es dennoch die treffendste Beschreibung. Ein Raum, in dem ein Audiosystem steht, hat immer einen gewissen Einfluss auf den Klang. Stoffe schlucken den Schall, Böden und Wände reflektieren ihn. Bestimmte Frequenzen werden so verstärkt, andere wiederum abgeschwächt. Sogenannte Raummoden entstehen, die sich zuweilen negativ auf das Klangbild auswirken können. Mithilfe der Raumkorrektur-EQ-Einstellung des Meisterstücks können wir hier ein Stück Abhilfe schaffen. Alles, was ich dafür brauche, sind ein Meisterstück, die Sonoro Room Correction App und ein iPhone ab dem Modell 6S. Ich weiß, warum kein Android? Bei dem iPhone wird seit diesem Modell standardmäßig das gleiche Mikrofon verbaut. Die technischen Informationen darüber sind wichtig für die Verarbeitung der aufgenommenen Signale. Wer selbst keins zur Hand hat, der kann sich auch einfach jemanden zum Probehören einladen, denn die Einstellungen müssen nur einmal vorgenommen werden, sofern das Meisterstück an Ort und Stelle verbleibt. Die App findet ihr im Apple App Store unter Sonoro Room Correction oder aber als Link hier in der Videobeschreibung. Ist die App runtergeladen und das Meisterstück eingeschaltet und mit dem Internet verbunden, kann es auch schon losgehen. Über die Menütaste wähle ich die Klangeinstellungen aus, Raumkorrektur EQ und anschließend den Befehl Starten, um Raumkorrektur einzurichten. Jetzt öffne ich die Room Correction App. Sollte ich Bluetooth nicht aktiviert haben, werde ich aufgefordert, dieses einzuschalten. Denn über die Bluetooth-Funktion ist es für die App möglich, das Meisterstück zu finden. Unter verfügbare Geräte wähle ich das jetzt angezeigte Meisterstück aus. Wenn die Nulllinie erscheint, tippe ich auf Korrektur beginnen. Die App weist mich darauf hin, dass ich den Zugriff auf das Mikrofon erlauben muss und Bluetooth nicht ausschalten darf. Außerdem, schwer zu übersehen, Achtung, es wird laut, denn ohne Klang keine Klangkorrektur. Mit dem Befehl Starten beginnt der erste von 4 Schritten. Das Meisterstück spielt jetzt für ca. 4 Sekunden ein Rauschen ab. Da ich bei erstmaliger Verwendung aufgefordert werde, den Zugriff auf das Mikrofon zu erlauben, mache ich genau das. Konnte ich den vom Meisterstück abgespielten Ton hören, bestätige ich dieses, indem ich den nächsten Schritt beginne. Jetzt wird das Rauschen für ungefähr 50 Sekunden wiedergegeben. Während dieser Zeit laufe ich mit dem iPhone in der Hand durch den Raum, um die Akustik an möglichst vielen verschiedenen Positionen aufzunehmen. Der Fortschrittsbalken am unteren Bildschirm signalisiert dabei, wie viel Zeit mir noch zur Verfügung steht. Ist die Zeit um, wird die klangliche Einstellung des Meisterstücks automatisch an die räumliche Umgebung angepasst. Ist die Raumkorrektur abgeschlossen, kann ich anhand der grünen Kurve sehen, in welchen Bereichen die Akustik optimiert wurde. Wenn ich will, kann ich die Messung auch noch einmal wiederholen. Mit OK beende ich die Klangoptimierung und übertrage diese auf das Meisterstück. Das Filter ist jetzt im Raumkorrektur-EQ-Menü aktiviert. Möchte ich den Vorher-Nachher-Vergleich machen, kann ich diesen auch wieder deaktivieren. Und sollte das Meisterstück einmal umziehen, kann ich den Vorgang jederzeit mit den hier gezeigten Schritten wiederholen. Und damit tschüss und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkt-Tutorial.